Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal mit einem sicherlich für euch interessanten Vergleich. Und zwar Lambretta gegen Vespa. Letztes Mal haben wir Lambretta gegen Lambretta getestet. Ja, wir haben immer noch die Jacken an davon. Aber diesmal testen wir 125 gegen 125, weil wir die noch nicht hatten. Auf jeden Fall sehr interessant. Wir merken es, dass 125er auch sehr gefragt sind, gerade seit dem B196er Führerschein. Auch allgemein muss man sagen, ein tolles Fahrzeug, weil für die City, also alle, die jetzt nun nicht mal Landstraße, Autobahn fahren, damit verreisen, ist das schon eine tolle Sache. Auf jeden Fall. Ne? Außerdem kannst du damit ja auch verreisen. Ich habe Kunden, die fahren mit den 125er nach Schweden. Autobahn würde ich vielleicht nicht fahren. In Italien darfst du gar nicht rauf auf die Autobahn. Nee, da brauchst du 150 Kubik. Da brauchen wir 150. Aber so Landstraße, klar, geht auch. Dann bist du mit 100 km/h genauso schnell wie alle anderen. Man kann in der Stadt überholen. Man ist kein Hindernis wie mit einer Fofi oder fühlt sich nicht als Hindernis wie bei einer Fofi. Wobei bei den vielen 3-Stationen ist eine Fofi beinahe gut ausreichend. Ja, das ist richtig. Ja. Und wenn du bedenkst, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit in Berlin echt 21 km/h ist, dann ist eine Fofi echt richtig schnell. Bist du richtig am Überholen? Fahrrad schneller als mit allem anderen. Ja, fangen wir mal an mit den technischen Daten. Leistung, wir haben da, glaube ich, 11 PS bei der Lambretta. Hier haben wir 12,5, ne? 12,2 glaube ich. 12,2. Ja, also kein Riesenunterschied, 1 PS Unterschied. Ja. Bei PS ist natürlich immer wichtig, wie viel Gewicht muss fortbewegt werden. Ist da ein bisschen mehr? Ja, die Lambretta wiegt 174 Kilo, hört sich wahnsinnig viel an. Wenn die fährt die und man kann die auch bequem rangieren. 13 Kilo mehr? 23 Kilo mehr. Echt, das ist so viel? Ja, guck mal, die hier wiegt 151 Kilo. Das ist ja die 125er, genau. 151 Kilo, also nochmal 9 Kilo weniger als die 300er GTS. Und ja, die da wiegt 174. Und wir werden nachher beim Fahren natürlich mal gucken, ob man das tatsächlich spürt, weil nur darum geht's. Also wenn ich es beim Fahren nicht merke, kann das Ding auch 200 wiegen, wäre mir dann egal. Wenn das Handling gut ist und ich das Ding gut manövrieren kann, hin und her schieben kann, aufbocken kann, das sind ja so die Sachen im täglichen Gebrauch. Das werden wir nachher mal testen. Ob Außerdem da wissen wir ja aus merkt. den 300er X-Tests, dass wir mit Vario-Deckel und Auspuff hier locker mal 15 Kilo wegkriegen. Stimmt, man könnte noch ein bisschen abspecken, einfach Sitzbank runter, Tank raus, Vario raus und dann haben wir dasselbe Gewicht. Dann haben wir dasselbe Thema, ja. Nein, aber wir haben ja bei der 300er den Vario-Deckel gechanged. Genau, das waren ja 10 Kilo, über 10 Kilo. Ne? Ja, genau, wir haben den Auspuff gechanged. Also wir haben insgesamt bei der 300er auch 15 Kilo eingespart. Ja. Und haben sie auf dasselbe 300er Vespa GTS-Gewicht gebracht. Und dasselbe könnte man mit Sicherheit auch hier in eine ähnliche Dimension bringen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es soll darum gehen, wie smooth bewegen sich die beiden. Weil wer Leistung will, der würde, glaube ich, sowieso auf eine 300er gehen. Das ist eher was für die, die sagen, Mensch, ich brauche was, um von A nach B zu kommen, mit Spaß, mit Freude, mit ein bisschen Style. Ja, und trotzdem was für die Seele. Ne? Und die machen ja auch wirklich Spaß. Absolut. Leistung ist auch für die meisten Sachen wirklich ausreichend, wenn man jetzt nicht so ein super Sportfahrer ist und die 300er braucht. Machen die wirklich alles. Also von ich kann daher sagen, bei uns, in unserem Kundenkreis, kann ich sagen, als 125er ist die GTS auch ganz weit vorne, noch vor den Small Frames. Deswegen sind die auch beide gut vergleichbar miteinander, weil eine Small Frame hat hinten eine Trommelbremse. Die GTS hat Scheibe vorne, Scheibe hinten. Die X hat Scheibe vorne, Scheibe hinten. Also die X ist immer in der GTS-Klasse unterwegs. Ja. Und wenn wir jetzt den anderen Vergleich machen würden, dann wäre es die V-Klasse bei der Lambretta und hier wäre es dann eine Primavera oder eine Sprint. Stimmt. Also die kleineren miteinander. Die kleineren Modelle. Wir haben also jetzt theoretisch für jede Leistungsklasse der Vespa-Modelle das Pendant von Lambretta. Wassergekühlt, luftgekühlt. Haben wir auch. Die beide sind wassergekühlt, alle beide. Die kleinen Modelle sind luftgekühlt. Ja. Also alles gut vergleichbar. Ja. Nur eins nicht, der Preis. Das wohl war, ja. Also die Lambretta liegt tatsächlich mindestens 500 € unter dem Einstiegspreis der Vespa. Wir liegen hier bei rund 5,7, ja, guten 5,7, 5,57 oder 59 und starten hier bei 6,2 etwa, ja. Das ist der Start. Ja, und geht dann hoch bis 6,7, glaube ich, ja, für die Supertech. Wenn wir die Supertech nehmen, gut, die Supertech kann natürlich auch noch viel mehr mit MIA und Konnektivität und gut, das können jetzt alle, aber trotzdem haben wir dann 1.000 € Unterschied. Und die Frage ist, wie wichtig ist diese Konnektivität? Weil das Navi, was du da drin hast in der Supertech, ist auch nur ein Pfeilnavigation. Ja, da macht man sich vielleicht lieber was Separates ran. Ja, das funktioniert auf den Wegen, die man halbwegs kennt. Wenn du jetzt wirklich mal woanders bist, dann bist du dankbar über eine Straßennavigation. Ja, auch den Straßenverlauf zu sehen, ist manchmal ganz dann hilfreich. macht man sich ein Navigationssystem ran. Oder das Handy, Smartphone hier. Aber jeder, wie er es mag, also definitiv. Wenn man unterwegs sehen will, ob Oma anruft im Display, bitteschön, dann braucht man die Supertech und muss halt ein Tausi mehr auf
dem Tisch liegen. Das ist ja trotzdem ein schönes Modell. Also kann man sagen, Vespa bei allen Varianten immer natürlich teurer als die Lambretta. Wobei man sagen muss, von der Qualität, das hat man beim letzten Mal schon festgestellt, verarbeitungsmäßig sehen wir da jetzt nicht einen großen Unterschied, dass man sagt, der Preis rechtfertigt das. Aber sie sind absolut vergleichbar wieder miteinander. Auch die 125er wie die 300er, die sind absolut miteinander vergleichbar. Es sind beides Blechfahrzeuge. Bei beiden haben wir die Lenkerverkleidung ist Kunststoff, der Kotflügel ist Kunststoff, die Nase ist Kunststoff. Ansonsten haben wir ein Metallfahrzeug. Auch hier haben wir ein Metallfahrzeug. Hier ist es eine selbsttragende Karosserie. Hier ist es ein Gitterrohrrahmen außen mit angeschraubten Metallteilen. Natürlich Vorteil der Vespa ist das Überangebot an Zubehörteilen. Wenn man jetzt so ein Styler ist, dann hat man da den großen Vorteil natürlich. Wobei technisches Equipment, sowas wie Sportvariomatik und so weiter, wisst ihr, das geht auch hier. Das kriegt ihr bei uns sicherlich alle hin, auch in der 125er. Aber sonst insgesamt gibt es natürlich viel mehr, 13 Zoll und was man nicht alles haben kann für die Vespa, wenn man es denn braucht. Der Unterschied hier ist, du bist sofort individuell mit dem Fahrzeug. Ja. Hier machen es die Leute in der Regel, um sich abzuheben so von der Masse. Haben, ne? Genau. Und das tust du hier natürlich automatisch, weil die Stückzahlen einfach anders sind. Und mir haben viele Kunden schon gesagt, nach einer Probefahrt und nach einem Kauf, weißt du, die ist weniger Mainstream. Ja. Deswegen kaufe ich die. Das fällt einem auch auf, wenn man mit der Lambretta auf der Straße fährt, erntet man schon wieder ein bisschen mehr Blicke, weil die Leute sie nicht kennen. Ja. Vespa ist schon, sag mal, so viel auf der Straße, gerade in Großstädten. Ne? Ja, Micha, vielleicht kannst du uns mal ein paar Details jetzt hier von der X125 zeigen. Okay, also im Grunde unterscheidet sie sich erstmal vom Aufbau gar nicht von der 300er. Wir haben ein Keyless-System, haben wir wie bei der 300er, haben wir ein Keyless-System. Das Tolle finde ich allerdings hier tatsächlich, es gibt hier so einen Notschlüssel, natürlich kann man den auch im Alltag verwenden, wenn die Batterie mal leer ist oder irgendwas, dann hat man hier trotz des Keyless-Systems, also was jetzt, ich habe den gar nicht bei, kann man hier einen Schlüssel reinstecken und kann das Ding ganz normal mit Schlüssel benutzen. Für so Schlüsselfans wie mich ist das was Tolles. Hat man beides sozusagen? Ja, im Grunde hat man beides, obwohl es ein Notschlüssel, aber man hat beides. So wie üblich, hier öffnet man, hier ist der Wasserausgleichsbehälter, hier haben wir wieder den USB-C-Anschluss für die aktuelle Norm. Dann haben wir in die andere Richtung, geht der Sitzbank auf. Tankinhalt sind 7 Liter, wie bei der großen 300er. Das ist dasselbe. Da kriegt man einen Jethelm rein wahrscheinlich. Hier, ja, so ein Jethelm kriegt man rein. Hier mal einen Blick. Motorsteuerung auch Bosch, wie bei der großen 300er. Alles same. Aufgeräumt. Sieht sehr aufgeräumt aus. Ja, genau. Der Rumpfmotor wieder, sieht nach Quasar aus. Ganz schön. Ich komme schneller an die Batterie ran. Ne? Ich muss da jetzt nichts abschrauben wie bei Vespa, sondern hier wobei hier musst du schon bei den X, also normal ist die ja hier festgeschraubt. Ich lasse die Schrauben raus, weil es das einzige Modell, wo es festgeschraubt ist. Ich lasse die gleich raus, es klappert nicht, es ist alles gut. Es geht bei der G nicht, bei der V nicht. Ja, das ist wie bei Vespa, alles gut. Hier ist noch Werkzeug. Wir haben das kleine Bordwerkzeug wieder, einen kleinen Imbusschlüssel zum Einstellen der Spiegel, die Neigung kann man hier oben noch einstellen. Aber ansonsten ist die ja wirklich identisch, bis auf den Motor mit der großen, mit der 300er. Absolut identisch, ja genau. Du hast hier überall die kleinen Spielereien. Auspuff sieht auch schick aus, ja, genau. So eine das lange ist identisch. Das ist wirklich alles absolut Dann das schöne Rücklicht, das finde ich ja an sich immer ganz gut. Musste ich mich erstmal tatsächlich dran gewöhnen. Ich auch. Du auch, ja? Aber mittlerweile finde ich das voll schön. Na, mit dem Blinker da drin. Ja, weil es voll drin ist und dann fadet es wieder rein. Ja, ansonsten ein einfaches Fahrzeug, raufsetzen, Gas geben, starten, Spaß haben. Ne? Absolut. Unterschied zur Vespa haben wir natürlich hier vorne mit dem Fender. Das ist jetzt nicht nur optisch, sondern der bleibt ja stehen. Das ist auch bei der 125 das gleiche. Ja. Bei der V ist das anders, ne? Bei der Flex. Die Flex dreht mit als einzige. Und dann haben wir halt hier wieder vorne die Doppelschwinge im Vergleich zur Vespa. Da haben wir halt die Monoschwinge. Einseitig. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die halt im Fahrverhalten dann doch ein bisschen anders sind. Das kann tatsächlich die Lambretta etwas besser. Ja, zur Vespa brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Da kennt ihr euch wahrscheinlich alle aus. Da haben wir auch schon viele Videos drüber gemacht. Super Fahrzeug, super zuverlässig, leicht. Geht, glaube ich, auch ganz gut, die 125er. Ne? Die 125er GTS ist fantastisch, fährt sich super, ganz toll. Jetzt geht es ja darum, gibt es dazu eine Alternative? Ja. Lambretta. Genau, das wäre jetzt, gab ja vorher an sich gar nichts. Ne? Nein, es gab vorher, es gibt so wenn man viele jetzt Roller, nicht weg will von einem Italiener, also der klassischen italienischen Linie nicht weg will, dann gibt es keine wirkliche Alternative. Gab es nicht. Ne? Genau, jetzt gibt es halt eine. Okay, so viel erstmal jetzt zu den allgemeinen Infos zu den beiden Fahrzeugen. Riesig sind die Unterschiede nicht, beim Gewicht ein bisschen, bei der Leistung ein bisschen. Aber ich glaube, das kann man vernachlässigen bei einer 125er. Das ist nicht wichtig. Es geht so ein bisschen um Optik. Wir reden hier von stylischen Retro-Rollern, also Lifestyle-Produkten. Genau.
Da geht es ein bisschen ums Feeling, um die Optik. Da sind beide ja glücklicherweise auch unterschiedlich. Für jeden Geschmack ein bisschen was dabei. Ja. Und dann natürlich ums Fahren. Wie verhalten sich die Fahrzeuge? Also wir machen natürlich für euch auch einen kurzen Beschleunigungstest mit beiden Fahrzeugen, damit wir mal wissen, zumindest auf den ersten Metern, wer liegt da vorne an der Ampel. Höchstgeschwindigkeit wird gleich sein. Ich glaube, bei den großen Modellen, bei der 300er, liegt sogar die Lambretta vorne, was den Topspeed angeht. Und zwar deutlich höher. Ja. Also wir schwingen uns jetzt auf die Fahrzeuge, Helm rauf und springen dann immer so von einem Fahrzeug zum anderen. Ja. Das ist halt immer ganz praktisch. Hat man bei den meisten Testfahrten, die man macht, ja nicht. Aber wir können unseren Popometer direkt immer so testen von einem auf den anderen. Und dann merkt man natürlich auch, wo eventuell kleine Unterschiede bei den Fahrzeugen liegen. Und da werden wir euch natürlich gleich bei der Fahrt und nach der Fahrt noch berichten. Eben. Und im Vorabresümee ist das eine Frage des Geschmacks. Wie alles im Leben, oder? Ja, keiner macht mit, also wenn man ein Lifestyle-Fahrzeug sucht, macht man mit beiden nichts verkehrt. So, hier haben wir jetzt ein bisschen Freifläche, da können wir mal ein bisschen testen, wie das Handling ist. Gut, Vespa ist man gewöhnt, super Handling, alles super leicht, kleiner Wenderadius. Und wir machen hier mal eine Beschleunigungsnummer. Genau, machen wir da hinten gleich. Ne? 3, 2, 1, go! Und doch sehr ähnlich, oder? Sehr ähnlich. So, jetzt der obligatorische Bremstest. Wir fahren jetzt mal auf 50 und da hinten ist so eine Linie und da werden wir beide dann in die Klötzer gehen. Na gut, auf geht's. So, hier ist die Linie. Oh. Ähnlich. Ähnlich, halber Meter. Ja, aber du warst ein bisschen weiter. Aber bist du 50 gefahren? Ja. Ja, ich auch. Also dann, ja. Na, dann stimmt's. War ich ein bisschen später auf 50, dann ist es ein halber Meter. So, Sitzkomfort auf der hier ist genauso gut. Lenker vielleicht einen kleinen Mühe tiefer als bei der Vespa. Aber so Handling, ja, also obwohl die jetzt 20 Kilo mehr hat, das merkt man jetzt nicht. Die ist genauso wendig. Hat auch ein super Fahrwerk. So, dann fahren wir mal über Kopfsteinpflaster mit beiden. Und dann sieht man gleich mal wieder, wer die Nase hier vorne hat. So, mal gucken, was der Marc gleich sagt. Denn der fährt ja auf der Lambretta. Ja, und wie zu erwarten, sehr komfortables Fahrwerk. So, jetzt mal ein kleines Stück Stadtring. Ja, also jetzt mit 80 gar kein Problem, kommt man gut drauf auf die Geschwindigkeit. Ja, also bei der Geschwindigkeit liegt die Lambretta X125 wirklich gut auf der Straße. Keine Vibrationen im Lenker, auch keine Motorvibrationen, die durchs Trittbrett jetzt irgendwie nach oben kommen. Und für solche Sachen, da reicht die jetzt wirklich aus. Auf 80 kommt man ganz easy. Die 100 wird sie auch schaffen. Topspeed können wir jetzt nicht machen hier auf dem Stadtring. So, dann fahren wir noch mal auf die Autobahn. Diesmal haben wir wieder getauscht. Ich fahre jetzt die X125, Marc fährt die GTS 125. Einfach noch mal für einen direkten Vergleich. Das fühlt sich natürlich immer ein bisschen besser an, wenn man dieselbe Strecke mit einem anderen Fahrzeug gleich nochmal fährt. Okay, so jetzt nochmal
auf den Stadtring mit der Vespa als direkter Vergleich. Also auch hier Beschleunigung auf 80, gar kein Problem. Und auch die Vespa läuft sehr ruhig, ganz angenehmer geradeauslauf auch. Da ist die Lambretta ein bisschen souveräner, ein bisschen stabiler, aber kein Riesenunterschied. Also wir reden hier alles nur über Nuancen. Ansonsten Fahrkomfort bei 80, sehr entspannt und ein seidig weicher Motorlauf bei der Vespa auch. So, Nanu, haben wir Marc abgehängt oder was? Und? Was sagst du? Sehr smooth, die Vespa. Smooth, ne? Ja. Ha? Die hat ein besseres Fahrwerk, die liegt besser auf der Straße. Aber also hier ist so eher so Sänften-Style. Ha? Ja. Ja, willkommen in Berlin, der tägliche Wahnsinn, viel Verkehr. So, aber man sieht, man fährt bequem im Verkehr mit, man fließt mit allen anderen, schnell genug sind beide. Am Ende geht es doch darum, was zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. Das können auch beide. Ja, also auch Vespa für solche Strecken auf der Stadtautobahn gut geeignet. Sehr weicher Motorlauf, also wirklich toll. Und was sagst du? Ist ein anderer Charakter ein bisschen. Ja, am Ende geht es doch nur darum, was zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. Ja. Mir beide, aber jeder Mensch ist anders. Ist wirklich Geschmackssache. Also muss man wirklich beide fahren. Ja. Ein bisschen unterschiedlich in der Motorcharakteristik, Fahrwerk ein bisschen anders. Ist ja auch ein bisschen mehr das sportlichere Modul, also will sie sein, das muss man auch mal ein bisschen bedenken. Ja, stimmt. Da legt Vespa ja so gesehen relativ wenig Wert auf sportlich, nicht sportlich, das ist ein Durchschnitt, fertig. Das stimmt, ja. Du hast halt bei der Vespa nicht diese Unterschiede, Sport, nicht Sport, und das ist positiv gemeint, das ist halt ein Bauernfahrzeug. Positiv, ja. Robust, bequem, einfach, fahr mich, alles gut, ja, genau. Aber das Rücklicht von hinten sieht super aus. Ja, ist auch immer hier das wieder mit ein dem Hingucker. Drehzahlmesser ist witzig gemacht, den braucht man nicht, aber es ist witzig gemacht. So, hier jetzt mal ein richtig übles Kopfsteinpflaster. Also da muss ich sagen, ist die Lambretta ein Ticki besser. Mit den 2 Federbeinen vorne und der doppelten Aufhängung. Also der Doppelarmschwinge. Das federt ein bisschen souveräner solche Kopfsteinpflasterflächen weg. So, das macht Rollerfahren so schön in der Stadt. Links, rechts vorbei, alles egal, was die vor einem machen. Nicht wie mit dem Auto, da stehst du jetzt dahinter. Deswegen fährt man in der Stadt Roller. Ersetzt jeden Kleinstwagen und in den meisten Autos sitzt nur eine Person drin, unverständlicherweise. So, jetzt nochmal direkter Vergleich mit der Lambretta auf dem Kopfsteinpflaster. Ja, also hier würde ich sagen, hat die doch einen kleinen Vorteil. Resümee, wir sind von der Fahrt zurück. Punkt A, hat tierisch Spaß gemacht. Mit beiden muss man tatsächlich sagen. Also ich merke jetzt keinen Riesenunterschied. Ich kann mich nicht entscheiden. Ist schwierig. Ist eine rein optische Sache wäre es jetzt für mich. Ja. Sitzposition ist bei beiden sehr gut.
Gerade für mich als großer Fahrer. Ja. Ich sitze auf beiden top, habe kein Problem mit dem Lenker. Das hat man manchmal, dass man mit dem Lenker beim Einlenken irgendwo gegenkommt. Habe ich bei beiden nicht. Also einziger kleiner Unterschied, den ich jetzt spüren würde, wäre das Fahrwerk. Ich finde die hier ein bisschen stabiler, ein bisschen besser gefedert als die Vespa. Du merkst es in langgezogenen Kurven oder im Kreisverkehr, am Ernst-Reuter-Platz. Da kannst du natürlich hier etwas deutlicher rumballern mit der als mit der. Also ich bevorzuge aktuell die Lambretta, weil sie einfach neu am Markt ist. Das ist der Punkt. Aber man macht mit keiner was verkehrt. Wer das Portemonnaie hat und sich das leisten kann und einen Tausender mehr zahlt, kann natürlich auch ein Topmodell von Vespa nehmen. Und wer sagt, hey, ich will ein bisschen against Mainstream, der ist mit der Lambretta natürlich ein bisschen besser vorne. Wer die klassische möchte, hat dann noch das V-Modell zur Auswahl. Noch günstiger, glaube ich, auch vom Preis. Ja, noch ein bisschen günstiger. Also es ist wirklich Geschmackssache. Fazit, kein Riesenunterschied. Ein bisschen hier vom Fahrwerk, da ein bisschen von der Beschleunigung. Genau. Aber man fährt mit beiden toll, ist in der Stadt super schnell unterwegs. Also mehr braucht man da beinahe wirklich nicht. Und das zu einem guten Kurs und mit einem tollen Style kann man dann ab in den Sommer. Und wenn ihr einen Lambretta-Roller mal Probe fahren wollt, dann hat Micha, glaube ich, die wichtigsten Daten. Alle den 50, 125, 300, 350, alle da. Super. Auf nach Berlin, Wochenende in Berlin machen und am Samstag mal eine schöne Probefahrt mit einem Lambretta. Alles klar. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.